Dashcams werden immer beliebter, aber viele haben ein Problem. Kabel hängen durchs Auto, Saugnäpfe kleben an der Scheibe und optisch sieht das Ganze oft einfach nicht besonders schön aus. Heute zeige ich euch die Lösung von FitCam X an, die genau dieses Problem lösen soll. Eine OEM-Dashcam, die speziell für mein Fahrzeug entwickelt wurde und komplett ohne sichtbare Kabel auskommt. So sieht mein Fahrzeug vor dem Umbau aus und so sieht es aus mit eingebauter Dashcam. Kein Kabel, keine Halterungen, kein Saugnapf an der Windschutzscheibe. Alles verschwindet sauber hinter dem Rückspiegel im originalen Sensorgehäuse. Schauen wir uns erstmal an, was alles in der Verpackung enthalten ist. Mit dabei sind die Dashcam selbst, das passende OEM-Gehäuse, das ist das für mein Fahrzeug, die Anschlusskabel, Werkzeug für den Einbau und natürlich die Anleitung. Was hier direkt auffällt, das ist kein Universalmodell, sondern eine fahrzeugspezifische Lösung. In meinem Fall ist das hier die Version für meinen VW T-Roc. Wenn ihr euch auch so eine Kamera anschauen wollt, findet ihr meinen Link unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euer Fahrzeugmodell auswählen und bekommt direkt die passende Version angezeigt. Über meinen Link spart ihr außerdem noch 8%. Wie man sehen kann, sitzt die Kamera direkt in dieser Abdeckung, die später die originale Abdeckung im Fahrzeug ersetzt. Dadurch wirkt das Ganze später wie eine originale Werksinstallation. Der große Vorteil dieser Lösung ist ganz klar die Optik. Keine Kabel, keine Halterung, kein Saugnopf an der Windschutzscheibe. Alles verschwindet sauber hinter dem Rückspiegel im originalen Sensorgehäuse. Ja, dann bauen wir die Kamera jetzt mal ein. Zuerst muss die originale Abdeckung hinter dem Rückspiegel vorsichtig entfernt werden. Mit dem mitgelieferten Werkzeug geht das eigentlich ziemlich einfach. Was noch wichtig wäre zu erwähnen, die Kamera bezieht ihren Strom direkt vom Fahrzeug und startet automatisch, sobald der Motor läuft. Das bedeutet ganz einfach einsteigen, starten und die Aufnahme läuft automatisch. Zusätzlich kann man die Kamera per Smartphone-App verbinden und dort Videos anschauen oder Einstellungen ändern. Man kann sich auch eine Dashcam mit Rückfahrkamera bestellen, habe ich aber in meinem Fall nicht gemacht. Und je nach Modell wird auch Loop Recording unterstützt. Das bedeutet, ältere Aufnahmen werden automatisch überschrieben, sobald die Speicherkarte voll ist. So, die Abdeckung ist ab, die können wir einfach so hängen lassen. Und jetzt wird die Abdeckung entfernt, die wird jetzt nicht mehr benötigt. Und die Abdeckung mit der vorhandenen Dashcam wird jetzt auf dieselbe Stelle montiert. Die abgemachte Abdeckung bitte nicht wegschmeißen. Sollte man das Fahrzeug mal verkaufen und man möchte die Dashcam behalten, kann man die alte Abdeckung wieder montieren und das Fahrzeug in den Originalzustand wieder versetzen. Die Dashcam hat eine sogenannte Y-Verkabelung. Das heißt, der Stecker vom Regensensor kommt da rein, der wird vorher abgezogen und dann wird dieser Stecker wieder an den Regensensoranschluss reingesteckt. Das ist der Stecker vom Regensensor. Dieser muss entfernt werden. Und davor sitzt der Stecker vom Innenspiegel. Den kann man so ein bisschen zur Seite schieben. Wie gerade eben schon erwähnt, schiebe ich erstmal den Stecker vom Innenspiegel zur Seite, um besser an den Stecker des Regensensors ranzukommen. Es ist ein bisschen Fummelarbeit, aber es geht. Man kann auch den Innenspiegel komplett abmachen, damit man mehr Platz hat, aber wer sich damit nicht auskennt, sollte das lassen. Ja, ein bisschen fummeln und etwas hebeln und dann geht auch der Stecker schon ab. Der gerade abgezogene Stecker vom Regensensor kommt an die Verkabelung von der Dashcam genau da rein. Und das andere Ende der Y-Verkabelung wird wieder mit dem Regensensor verbunden. An sich war es das schon. Das heißt konkret keine Kabel schneiden, nichts löten, keine Kabel durchs Fahrzeug ziehen. Also im Prinzip ein echtes Plug-and-Play. Jetzt noch die Kabel so verlegen, dass nichts eingeklemmt werden kann und die Abdeckung kann wieder montiert werden. Das Ganze hat bei mir jetzt ca. 5 Minuten gedauert und war wirklich unkompliziert. Und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn man nicht weiß, dass hier eine Dashcam verbaut ist, würde man denken, das gehört serienmäßig zum Fahrzeug.
FitCam X hat mir für dieses Video freundlicherweise die Kamera zur Verfügung gestellt. Wenn ihr euch über meinen Link in der Beschreibung eine bestellt, bekommt ihr außerdem 8% Rabatt auf eure Bestellung. Nach dem Einbau schauen wir uns natürlich noch kurz die App an. Die Verbindung erfolgt per Wi-Fi. Einfach verbinden und schon kann man direkt auf die Kamera zugreifen. In der App kann man das Video anschauen, Aufnahmen herunterladen, Einstellungen ändern oder Live-Ansicht nutzen. Das ist besonders praktisch, weil man nicht erst die Speicherkarte ausbauen muss. Diese Dashcam überzeugt dabei mit gestochen scharfen 4K-Aufnahmen und erfasst selbst kleinste Details in hoher Qualität. Besonders wichtig ist die klare Sicht bei Tag und Nacht, damit Kennzeichen, Straßenverläufe und wichtige Situationen jederzeit gut erkennbar bleiben, genau dann, wenn es drauf ankommt. Gerade in der heutigen Zeit ist eine Dashcam wichtiger denn je. Bei Unfällen, Fahrerflucht oder anderen Verkehrsdelikten kann sie entscheidende Beweise liefern und helfen, den tatsächlichen Ablauf eindeutig zu klären. So ist man im Ernstfall auf der sicheren Seite und kann sich vor falschen Anschuldigungen schützen. Ich würde sagen, diese Aufnahmen sprechen für sich. Egal ob bei Tag oder Nacht, die Bilder sind gestochen scharf. Das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.